In unserem heutigen Video möchte ich gerne mit euch die griechische Airline Aegean kennenlernen. Wir starten am Flughafen Athen und fliegen nach München. Wir fliegen heute in der Business Class und schauen uns natürlich die Business Lounge an, sowie den Service und das Essen an Bord. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Athen und ich muss leider wieder nach Hause fliegen. Und heute fliegen wir Business Class mit der besten griechischen Airline, zumindest sagen das die Einheimischen, mit Aegean. Ich stehe auch direkt vor dem Aegean-Schild. Dort ist das Aegean-Schild und hier sind wir gerade an Terminal Nummer 3. Aegean gehört ja zur Lufthansa Group und ja, ich habe halt den Flug über Lufthansa gebucht und bin sehr gespannt, was mich heute erwartet, weil ich bin bisher noch nicht Aegean geflogen. Aber die Leute sagen, sprich Aegean lieber in Englisch aus, weil es auf Griechisch so schwierig ist. Deswegen bleiben wir bei dem englischen Aegean, damit ihr mich auch versteht. Und so sieht es hier am Flughafen Athen aus, wenn ihr bei den Abfluggates seid. Ja, da hinten sind die Berge, ne? Schon schön gelegen. Nun geht's hinein. Ich möchte gerne meinen Koffer loswerden. So, B. Hinein. Okay. Wo ist ein Aegean Desk? Links rum? Rechts rum? Also, ach, da vorne. Da ist es. Hier, dort. Check-in, Aegean. Aegean Business Class. So sieht der Check-in aus. Da, Aegean. Das ging super schnell. Das längste beim Koffer abgeben war das Aufkleben der Priority-Aufkleber. Jetzt gehen wir zur Sicherheitskontrolle und dann ab in die Lounge. Wir müssen in Abschnitt B. B ist da lang. Auf geht's. Hier lang zu B. Ist aber schön hier. Der Lego-Mann ist cool. Da, Gates. Ah, da ist schon die Fastlane. Gehen wir doch mal hier durch. Das geht zu schnell. Hier geht irgendwo die Fastlane noch weiter. Ach, da ist sie schon. Also Fastlane bedeutet hier auch Fastlane. Die waren super schnell. Das waren, glaube ich, keine 5 Minuten, die ich gebraucht habe für die Sicherheitskontrolle. Und man war super freundlich, hat uns gleich erklärt, welches Gate wir nehmen müssen und wo die Lounge ist. Super freundlich waren die Leute, wunderbar. Haha, wir müssen eine Bewertung abgeben. Klick. Zu den Lounges, da steht Business Lounge, da wollen wir hin. Aber hier ist erstmal der Duty-Free-Bereich. Sieht aber wirklich schön aus hier. Gefällt mir. Was haben wir hier? Ach, das ist Double Black. Ja, hier könnt ihr noch gut euer Geld loswerden vor dem Flug. Und weiter geht's. Auf zur Business Lounge. Oder Business Lounges. Anscheinend haben die hier mehr Lounges. Hier sind Anzeigetafeln. Mal gucken, ob wir unseren Flug sehen. Ich kann leider Griechisch nicht, aber gefunden. Wir haben noch kein Gate.
Das Gate soll um 14:45 Uhr genannt werden. Jetzt ist es gerade 13 Uhr. Wir haben also noch viel Zeit, um die Lounge zu genießen. Hier gibt es noch ganz viel Essen. So sieht es hier aus. Ist aber schön, ne? Also mir gefällt es hier. Recht modern. Toll. Wir sind noch richtig. Also die erste Lounge haben wir schon gefunden. Eine Lufthansa Business Lounge. Aber wir sind ja nicht hier, um nochmal Lufthansa kennenzulernen, sondern wir wollen die Aegean Lounge sehen. Lufthansa kennen wir ja aus Deutschland schon. Haha, gefunden. Aegean Lounge. So sieht es hier von vorne aus. Das ist der Eingang zur Aegean Lounge. Und da ist noch eine dritte Lounge, Gold Air Handling. Lounge erreicht. Schauen wir uns ein bisschen um. Bis dort hinten geht sie. Da ist das Ende. Dann können wir hier noch sehen, wann die Flüge losgehen. Da ist ein Berg im Hintergrund. Da können wir noch weiter rausgucken. Ja, sieht schon ganz schön aus hier. Und dort vorne ist der Eingang. Und da ist Essen. Was es zu essen gibt, schauen wir uns gleich noch im Detail an. Hier ist ein kleines kuscheliges Sofa mit ein paar Hockern. Dort, wo ich gerade sitze, nämlich mittendrin, gibt es leider keine Steckdosen. Aber vielleicht finden wir später noch einen Platz mit Steckdose, weil vermutlich sollte ich lieber meine Kamera für den Flug laden. Meistens sind ja in den kleinen Flugzeugen, wir fliegen glaube ich im A320, keine Steckdosen. Ich habe doch eine Steckdose gefunden, sogar mit USB-Port und USB Type-C-Port, sehr gut. Oh, da kam gerade eine Lieferung Essen. Ist zwar jetzt nicht meins, aber vielleicht darf ich das ja auch probieren. Oh, ich darf doch probieren. Oh, das war Geflügelbällchen. Da hat jemand noch ein Stück Schokoladenkuchen mitgebracht, einen Espresso und noch einen Milchkaffee. Und hier nochmal das Wrap. Toll! Espresso. Moment, ich muss kurz drehen, damit ihr seht, was auf der Tasse steht. Da! Prosit auf einen schönen Flug. Ja, kann man mitarbeiten. Sehr lecker. Ach, da kommt gerade noch Moussaka-Bällchen. Sehr lecker. Ich möchte gleich noch mal eine Übersicht von dem Menü filmen, damit ihr seht, was die hier alles anbieten. Also bisher bin ich in den 10 Minuten schon sehr beeindruckt. Also das Stück Kuchen ist wohl eher so eine Art Snickers. Das sieht nach Schokocreme mit Nougatcreme aus. Rein damit. Es war Schokoladencreme und Karamellcreme. Das muss so viele Kalorien haben, dass das schon negativ Kalorien produziert. Unglaublich lecker und das gibt super Power. Nun habe ich Durst. Suchen wir Getränke. Hier ist erstmal ganz viel Kuchen. Hier ist das gute Schoko-Karamelltörtchen. Noch mehr Gebäck, noch mehr Gebäck, noch mehr Gebäck und noch mehr Gebäck. Wow! Und noch mehr Gebäck. So, hier haben wir ein bisschen Obst und noch mehr Gebäck. Kaffee, 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 Kaffee. Mehr Kaffee, noch mehr Kaffee. Nüsse. Guter Sprit. So, was haben wir hier? Bier und Wein. Was haben wir denn da? Mythos war gut. Das war auch gut. Ach, nehme ich Mythos. Hier hinten finden wir auch alkoholfreie Getränke. Da ist Cola, noch mehr Cola, Sprite. Was ist das Gelbe hier? Schweppes. Sieht schon gut aus.
hier sind die Pötte. Das gucken wir uns einfach mal an. Ne? Aha, hier sind die Brote. Noch mehr Brote. Und da sind richtig coole Wraps. Ach, schaut mal, das ist ein Glaskasten. Hammer. Ja, ich glaube, die Auswahl kann sich sehen lassen. Wow. Nun ist es Zeit für Mythos und mit einer Aegean-Serviette. Prosit. Das kann man trinken. Sehr gut. Gerade kamen ein paar Infos rein. Unser Flug boardet von Gate B03 und das Boarding beginnt schon um 15:05 Uhr. Aber Abflug ist erst um 15:45 Uhr. Wer weiß, ob wir einen Gangway haben oder ob wir mit dem Bus fahren müssen. Ich habe da draußen nämlich schon bei der Ankunft in Athen einige Rolltreppen gesehen. Also Treppen, die fahren, keine Rolltreppe in dem Sinne. Da seht ihr es. Gate B03 und Boarding 15:05 Uhr. Und es soll ein klassischer Airbus A320 sein. Ich habe noch ein bisschen Entertainment gefunden. Da, Aegean Business Lounge WLAN. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Na los, tu etwas. Scheint schon loszugehen. Da. Aegean VIP Lounge, Premium Wi-Fi. Haha. Accept und Connect. Das war nicht so schwer. Weil es so einfach ging, sich ins WLAN einzuklinken, wollen wir einen Speedtest machen. Na, wird immer weniger. Oh. 5 Mbits nur. Naja, um ein paar Nachrichten zu schreiben, reicht's ja. Der Service hier in der Lounge ist beeindruckend. Ich habe jetzt 3 oder 4 Frauen gesehen, die die ganze Zeit Teller abräumen und einfach freundlich sind und Fragen beantworten. Schauen wir ein bisschen raus. So sieht es draußen aus. Leider sind wir auf der falschen Seite und sehen keine Flugzeuge. Aber immerhin sehen wir die Berge. Ich habe gerade mal versucht, einen Aperol Spritz zu bekommen, aber das Einzige, was sie hier nicht haben, ist Sekt oder Champagner. Sie haben Weißwein, aber ich habe mir jetzt was zusammengemixt. Dort ist jetzt Weißwein drin, Aperol Spritz und ein Eiswürfel. Und man gießt ja Aperol Spritz immer mit Sprudelwasser auf. Jetzt kommt Mineralwasser mit Sprudel. Na, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Da. Dann probieren wir mal. Hey, funktioniert. Lecker. Oh, ich muss mich korrigieren. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass Aegean auch Lufthansa gehört. Das ist aber falsch. Aegean ist eine eigenständige Airline. Sie gehört lediglich zur Star Alliance Group, wo Lufthansa halt auch einen großen Anteil hat. Wir haben uns ja gerade die Aegean Lounge angeguckt. Die war ja schon echt gut. Viel Essen, gute Sitzplätze, allerdings ein bisschen voll. Aber unser Ticket, unser Business-Class-Ticket von Aegean ermöglicht es uns sogar noch, in die Lufthansa Lounge zu gehen und in die Gold Air Handling Lounge. Und die habe ich mir einfach mal kurz angeschaut. Dort ist die Gold Air Handling Lounge. Da dürfen wir auch mit unserem Ticket rein. Ihr seht schon, der Fußboden sieht richtig cool aus. Diese Lounge würde ich sogar am meisten empfehlen, weil sie am ruhigsten war. Also in der Gold Air Lounge war das Gleiche an Essen und Getränken wie in der Aegean Lounge, aber es waren halt wesentlich weniger Leute dort. Und jetzt zeige ich euch, welche Lounge wir noch nutzen dürfen. Dort ist die Lufthansa Business Lounge. Die ist tatsächlich genauso wie in Deutschland. Im Vergleich zur Aegean Lounge und im Vergleich zur Gold Air Handling Lounge gibt es hier frisches Bier vom Zapfhahn und Sekt. Yay! In Kürze beginnt das Boarding. Wir müssen bis zu B03, meine ich, das ist noch ziemlich weit, also einmal den ganzen Weg zurück.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Ach, hier ist sogar noch eine 4. Lounge. Aber da dürfen wir, glaube ich, nicht rein. Nein. Einmal rechts rum bitte, um nochmal auf die 3 Lounges zu sprechen zu kommen. Also Lufthansa Lounge, Aegean Lounge und Gold Air Handling Lounge. In allen 3 Lounges wurde ich super höflich empfangen und die haben sich sogar gefreut, dass ich einfach reingegangen bin und einfach mal geguckt habe und ich ihnen gesagt habe, dass es mir dort gefällt. Und so sieht es hier aus, wenn ihr nicht in der Lounge wartet. Es ist ordentlich was los. Wir sind richtig. Wir haben unser Flugzeug gefunden. Da ist es und wird gerade beladen. Flug gefunden. Erkennt ihr es? Da steht München. Auf Griechisch. Wir sind richtig. Hier am Gate gibt es ein Handgepäckmesser. Da ist er. Hier ist noch ein Handgepäckmesser. Hier wird ja sogar Boarding nach Gruppen gemacht. Sehr gut. Jetzt gehe ich ganz langsam in den Flieger. Wir haben eine Gangway. Woo! Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten in Griechenland am Flughafen von Athen und von dort aus fliegen wir an dem Adriatischen Meer vorbei, das ist hier, bis über die Alpen nach München. Hinunter. Dort hinten muss ein Flugzeug sein. No people. Hinein. Das sieht ja gut aus hier. Guten Tag, junge Frau. Ich möchte mich gern zu Ihnen setzen. Ich bin jetzt ein krasser Draufgänger. Passt mal auf. Ich nehme den Mittelplatz einfach raus. Sie beschweren sich nicht? Dann ist ja gut. Ich muss mal einen Sitzplatzcheck machen, weil irgendwie ist es gerade sehr, sehr eng. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich sitze hier wirklich sehr eingeengt. Hier. Ich gucke mal, ob der Platz neben mir mehr Platz hat. Also der äußere Platz ist wesentlich bequemer als der mittlere Platz. Aber den mittleren Platz soll man ja auch gar nicht benutzen in der Business Class. Ach, jetzt habe ich herausgefunden, warum der Platz so eng ist. Hier, da sind noch Hebel. Aber ich weiß nicht, wie man sie breiter macht. Nun testen wir die Beinfreiheit. Ich sitze ordentlich aufrecht. Da kommen meine Beine. Und wie ihr seht, mehr als genug Platz. Ich bin übrigens 183 cm groß. So sieht es hier aus, wenn wir aus dem Flugzeug gucken. Dort seht ihr übrigens die Rolltreppen, an die ich vorhin gedacht habe. Wenn man außerhalb vom Gate startet, dann wird man darüber ins Flugzeug gebracht. Also das Boarding ging super schnell. Es ging ja um 15:05 Uhr los und jetzt ist es 15:29 Uhr. Sehr gut. Start soll um 15:45 Uhr sein. Ein Begrüßungsgetränk ist bekommen. Es soll wohl gewöhnlicher Orangensaft sein. Es ist gewöhnlicher Orangensaft. Aber ich hätte schwören können, dass ich vorher noch eine Flasche Sekt gesehen habe. Und ich habe sie auch gehört. Ich habe richtig gehört, es gab alles einzeln. Sekt, Wasser, Orangensaft. Ich dachte, Orangensaft wurde mit Sekt gemischt. Aber nein, das war falsch. Da ist eine Speisekarte gekommen. Hier, ganz viel Wein. Was haben wir da? Viel Wein, viel Wein, viel Wein, viel Wein. So, jetzt wird's spannend. Appetizer, Avocado Cream with Salmon und Kohlrabi. Main Course. Chicken Burger with Spicy Pilaf. Seabass. Oh, Käse gibt's auch. Dessert, Käse gibt's. Hammer. Die Bar. Johnny Walker Black Label. Aha. Cocktails. Copper Cocktail Negroni. Local Drinks im Amalia Sparkling Wine. Bier. Fix Hellas. Mythos.
Mythos hatten wir ja vorhin schon. Coffee gibt's auch. Wow. Das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Auswahl. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Pushback ging super pünktlich los um 15:42 Uhr anstatt 15:45 Uhr. Jetzt warten wir darauf, dass wir starten dürfen. Da startet gerade einer. Ne, Quatsch, der landet. Schauen wir uns doch mal den Flughafen an. Emirates hält hier sogar auf. Und British Airways. Und Turkish Airlines. Ich glaube, wir haben eine alte Maschine. Da waren andere, die waren irgendwie viel schöner. Die Rundfahrt über den Flughafen hat ca. 5 Minuten gedauert. Da ist die Startbahn. Da ist eine neue Aegean-Maschine. Und los geht's. Power! Mach's gut, Athen. War sehr schön hier. Wir kommen wieder. Und da ist schon das Meer. Wenn wir auf der anderen Seite sitzen würden, dann hätten wir sogar die Akropolis sehen können. So sieht es hier drin aus. Drei plus 3 Konfiguration. Und da hinten sind schöne Aegean-Vögel. Genießen wir noch ein wenig die Aussicht. Dort oben sind schon die Wolken. Was für ein toller Ausblick. Boden, Berge mit Schnee und Wasser und Wolken. Wunderschön. Achtung, in diesem Flugzeug könnt ihr eure elektronischen Geräte nicht laden. Bitte ladet eure Geräte vorher in der Lounge oder am Flughafen. Der Service geht los. Da ist, glaube ich, noch nicht Eukalyptus drin. Ich komme nicht drauf, wie das gerade heißt. Aber es riecht gut. Lavendel. Sehr gut. Was für eine schöne Tischdecke. Hier mit Aegean-Logo. Mittlerweile müssten wir hoch genug sein, sodass es WLAN geben sollte. Aber es gibt leider kein WLAN-Portal, also keine Flight Map in diesem Flug.
Das finde ich sehr schade. Ich gucke nämlich immer gerne, wo wir uns befinden. Nun ist es Zeit für Getränke. Das ist Sekt und das ist ein Passionsfrucht-Martini. Ach, jetzt kam genau gerade das Essen. Aber erstmal den Sekt. Ja, sehr lecker. Sehr sauer, aber ich mag das. Jetzt Cocktail. Oh, der ist gut. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben, aber er ist sehr lecker. Ja, da kam das Essen. Los geht's mit Lachs und Avocado, dann Hähnchenfrikadelle, dann irgendetwas Weißes, ein Brötchen, Käse und was Grünes mit was Weißem. Scheint ein Kuchen zu sein mit Pistazien. Alternativ gibt's auch Fisch. Sieht auch nicht schlecht aus. Die Gläser sind schön. Auf dem Boden ist ein Aegean-Zeichen. Als erstes teste ich das Brötchen. Und hinein. Das ist Tzatziki. Sehr lecker. Ich esse in der falschen Reihenfolge. Jetzt kommt die wirkliche Vorspeise. Nämlich Lachs mit Avocado-Creme. Zwischen den Lachs und die Avocado-Creme wurde noch Kohlrabi gelegt. Tolle Kombination, super lecker. Ich habe gerade gelesen, dass man sich sein Menü ab 24 Stunden vor dem Flug wünschen kann. Also wir haben gerade Fisch und Hähnchen zur Auswahl. Also wenn andere Leute Fisch jetzt im Flugzeug bestellt hätten, hätten wir womöglich keinen Fisch mehr bekommen. Also immer vorbestellen. Ich habe leider 48 Stunden vorher reingeguckt und da stand da nur, geht nicht. Die Avocado-Creme ist gut, aber sie ist sehr scharf. Weiter geht's. Jetzt Hähnchen. Sie nennen es Hähnchenburger, aber ich nenne es einfach gegrilltes Hähnchen. Jetzt weiß ich auch, warum sie es Burger Patty nennen. Es ist wie ein Burger, also das haut mich jetzt ausnahmsweise mal nicht um. Es ist gut, aber nicht überragend. Die Portionsgröße ist echt angenehm. Es ist jetzt später Nachmittag, es ist ja ungefähr, was haben wir? 17 Uhr griechischer Zeit und da esse ich ja fast Abendessen, deswegen habe ich nicht so viel Hunger. Also für mich ist die Portion gerade perfekt. Weiter geht's. Griechischer Käse. Die 2 Sorten Käse sind sehr, sehr gut. Mal gucken, wie sie heißen. Manuri und Graviera. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich nicht. Ich bin schon echt gut satt. Aber jetzt ist der Nachtisch dran. Also das ist Revani mit Mastica-Creme und Pistazien. So wird das geschrieben. Habe ich auch noch nicht gegessen. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich kenne leider keine Worte, die diesen Kuchen beschreiben. Er ist gleichzeitig recht nass oder soft, ein bisschen süß, ein bisschen sauer. Also das ist toll. Ich freue mich. Fast geschafft. Aber da ist noch ein Brötchen über, aber das passt gerade nicht mehr rein. Ich habe da ein paar tolle Sachen gefunden, die auf meinem Tablett waren. Da gibt es Crackers. Da gibt es cooles Olivenöl. Und dann gibt es Aegean, Pfeffer und Salz. Das nehme ich mit nach Hause. Und natürlich ein Aegean Desinfektionstuch. Jetzt muss ich mich aber noch mal mit dem Cocktail beschäftigen. Es ist ein Passionsfrucht-Martini-Cocktail. Ja, der ist wirklich gut. Habe ich auch noch nicht getrunken im Flugzeug. Sehr toll. Dass der Mittelplatz frei ist, ist wirklich eine gute Sache. Vor allen Dingen, dieser Mittelplatz ist noch eine extra Ablage. Eben gerade war hier alles voll. Gut gelöst. Anscheinend muss es einen Luftstrom geben, sodass es ein bisschen wackelt. Das Verrückte ist, auf dem Hinflug hat es ungefähr auf genau der gleichen Höhe gewackelt. Wir schauen mal raus, wie es da draußen aussieht. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist ja hier ein bekannter Luftstrom.
3 Lagen Wolken. Merkt ihr das? Die Kamera gerade halten ist schwierig. Die Flugbegleiter haben gerade noch mal vor Turbulenzen gewarnt, aber ich würde das jetzt nicht als Turbulenzen bezeichnen. Das war ein ganz leichtes Wackeln, harmlos. Nutzen wir die Zeit und filmen nochmal die Kabine. So sieht's hier aus. Vorhang ist gerade zu. Anscheinend sind es wohl doch größere Turbulenzen. Die Kabinencrew sitzt gerade. Da ist der Vorhang. Weiter geht's. Jetzt habe ich den Negroni-Cocktail. Negroni, Prost. Yamas. Schmeckt irgendwie ähnlich wie der andere Cocktail, wie der Passionsfrucht-Martini. Aber gut. Es wurde noch ein Rotwein geliefert. Ein Archanes. Ich mag gar keinen Rotwein. Egal, ich probiere ihn trotzdem. Archanes. Yamas. Nein. Rotwein ist nicht meins. Ich reiche ihn einfach an meine Sitznachbarin. Junge Frau, Ihr Wein. Danke. Aha, Lösung gefunden. Geht weiter. Cappuccino. Rein damit. Oh, der ist gut. Wunderbar. Unser schöner Flug neigt sich nun dem Ende entgegen. Ich hätte eigentlich noch die 2 Biere probieren müssen, aber ich kann nicht mehr trinken. Reicht. Es gibt Abschiedsschokolade. Oh, wie schön. Aegean-Schokolade. Toll. Ah, sehr gut. Lecker, lecker die Schokolade. Die Wolken kommen immer näher. Gleich geht's runter. Wir tauchen in die Wolken ein. Und hinein. Das ist aber eine ganz schöne Ladung Wolken. Es wackelt. Das ist aber ein echt holpriger Flug heute. Wolken vorbei. Schade, wir sind auf der falschen Seite, sonst könnten wir den Sonnenuntergang sehen. Die Fahrwerke wurden ausgefahren. Es geht runter. Genießen wir die Landung.
Der Flughafen ist schon da. Jetzt müssen wir nur noch den Boden erreichen. Festhalten. Das war eine schöne, sanfte Landung. Unser Flug ist nicht nur perfekt pünktlich, er ist sogar unglaubliche 15 Minuten zu früh. Sehr gut. Gut gelandet mit Gate. Das war ein richtig toller Flug, hat Spaß gemacht. Die Damen waren sehr freundlich, Essen war super. Pünktlich, so pünktlich war ich noch nie, Viertelstunde zu früh. Besser geht's nicht. Aegean kann ich wärmstens empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.